Als im Jahr 2006 die B 180 nördlich von Naumburg nach Freiburg entlang der Unstrut gebaut wurde, da war uns vom Landesamt für Archäologie klar, dass wir durch eine ganz besondere Herrschaftslandschaft gehen und dass man dort diesen Bau sehr engmaschig betreuen muss. Und in der Folge haben die Kollegen eine ganze Menge wichtiger Entdeckungen gemacht. Eine der wichtigsten Entdeckungen bei dieser Straßenbegradigung, die praktisch über die historischen kleinen Hügelchen an der Unstrut ging, war ein großes Gräberfeld aus dem 7. und 8. Jahrhundert, eine Zeit, die nicht so wahnsinnig gut belegt ist. Und dieses Gräberfeld ist aus verschiedenen Gründen historisch hochbedeutsam, vor allem eine Entdeckung war sehr, sehr wichtig, und zwar ein Männergrab, dem Mann, sicherlich einen Krieger, einen Fürsten oder Adligen der damaligen Zeit, waren 2 Pferde mitgegeben worden, ein männliches Pferd, ein weibliches Pferd. Beide waren mit Sätteln versehen. Er selbst hatte wohl noch einen Sattel dabei, Steigbügel. Er hatte vor allem aber auch noch Sporen dabei, die ihn als Reiter ausweisen. Schwert, Lanze, Vollbewaffnung nimmt man in dieser Zeit bereits nicht mehr mit in das Grab. Das ganz Besondere an dem Grab ist, dass diese höher liegenden Pferde begleitet waren von einer Person, die sozusagen andersrum orientiert war als der Krieger. Und als wir uns diese Person näher ansahen, stellten wir fest, dass die Person absolut sauber geköpft war, und zwar zwischen dem 3. und 4. Halswirbel mit einem perfekten Schwertschlag. Man musste sozusagen den Kopf vorgezogen haben, um dann einen solchen Schlag anbringen zu können. Es handelte sich um einen jüngeren Mann, der zwischen 30, maximal 40 Jahre alt war, also etwa 20 Jahre jünger als der ältere bestattete Adlige, dem sozusagen diese ganze Grabanlage gehörte. Und nun ist das Geheimnis, wer war denn dieser junge Mann, der damit, oder dieser mittelalte Mann, der dort mitbestattet wurde? War es ein Kampfgefährte? War es möglicherweise ein Kriegsopfer? War es ein Opfer, das man ihm mitgab? Und das kann man, glaube ich, ganz, ganz gut erörtern. Also es ist unwahrscheinlich, dass es ein zweiter Krieger war, der wie unser Krieger möglicherweise im Kampf getötet wurde, weil man so einen glatten, perfekten Schnitt zur Köpfung in einer Schlacht nicht hinbekommt. Da hat man immer andere multiple Verletzungen. Das ist also extrem unwahrscheinlich. War es ein Menschenopfer? Hat man also jemanden geopfert, etwa den Kriegsgefangenen oder einen Straftäter, den man dann, sagen wir mal, geköpft hat? Das ist auch unwahrscheinlich, den hätte man wahrscheinlich nicht mitbestattet. Aus unserer Sicht ist es das Wahrscheinlichste, dass wir hier jemanden haben, der in freiwilliger Totenfolge mit dem Herrn ins Grab ging, als einen Diener etwa, der sagte, er würde sozusagen mit dem Herrn ins Jenseits gehen. Und das zeigt uns schon, dass wir hier nicht mit dem Christentum zu rechnen haben, nicht mit christlichen Bestattungssitten. Hier haben wir tatsächlich noch heidnische Bestattungssitten, germanische Glaubensideen. Und das ist insofern ganz wichtig, als wir sozusagen in einem der Zentren des Thüringer Reiches sind. Also einem Reich, das wir schon wesentlich früher beim Helm von Stößen kennengelernt haben. Und dort, als das Thüringer Reich untergeht, 531, zeigt uns ja dieser Helm von Stößen ein ostgotisches Geschenk an den König Bertachar, dass man eigentlich zumindest in der Oberschicht vielleicht nicht im Herzen christianisiert ist, aber sich christianisiert gibt. Denn auf dem Helm war das Kruzifix und Alpha und Omega dargestellt, sowie Wein, Ranken und Vögel, also eine ostgotische Arbeit, die sozusagen aus Italien direkt zu uns kommt. Und das bedeutet, die Christianisierung hatte keinen nachhaltigen Erfolg. Das zeigt auch die Mission von Bonifatius. Bonifatius kommt um 700, 680, 700 hier in die Mitte Deutschlands und weiß, dass er missionieren muss. Offenbar hat er hier keine großen Christengemeinden. Und die Mission ist auch mehr oder weniger erfolglos. Und einige Jahrzehnte später wird das Missionskloster Hersfeld gegründet, um das Gebiet zu christianisieren. Man sieht, die Christianisierung dieser germanischen Gebiete kostet Jahrhunderte, dauert lange und ist auch nicht wirklich einfach.
An der Bestattung kann man eben sehen, wir haben noch nicht wirklich Christen vor uns. Wir haben noch Germanen, die dem heidnischen Thüringer, sicher thüringische Adlige, die dem alten Glauben verwurzelt sind. Und erst 200 Jahre später wird sich dann das Blatt wenden. Also die ganz wesentliche Bestattung für historisch gesehen. Wichtig ist die Bestattung vor allem aber deshalb, weil es den Kollegen trotz schlechtesten Witterungsbedingungen, trotz Regen und Kälte und schwierigen Bedingungen gelungen ist, eine Blockbergung zu machen. Und diese Blockbergungen sind ja so eine Spezialität des Hallenser Landesmuseums, zumindest Blockbergungen, die man an die Wände bringen kann. Solche Blockbergungen sind normalerweise werden die in einem Stück gemacht und diese Blockbergung ist hier in mehreren Stücken gemacht worden und wir wollen uns das mal genauer ansehen.